Ist es möglich, nur mit Bleistiften ein Loch ins Papier zu zeichnen, sodass man den Unterschied zwischen Realität und Illusion nicht mehr erkennt? Lass uns das heute gemeinsam rausfinden. Ich habe mich hingesetzt und Schritt für Schritt ein Loch gezeichnet, eine Leiter reingestellt und am Ende des Videos wirst du einen überraschenden Effekt erleben. Ja, also ich beginne hier mit einer leichten Draufsicht. Erstmal eine grobe Vorzeichnung. Ja. Damit wir unseren Eingang haben. So eine Vorzeichnung ist immer wichtig, damit man Orientierung hat und Anhaltspunkte hat, damit man sich besser um Licht und Schatten später kümmern kann. Ja, also dass es eindeutiger ist. So, dann machen wir hier unsere Linie rein, wie es in die Tiefe geht. So, jetzt haben wir schon mal die wichtigsten Sachen erstmal festgehalten. Dann machen wir hier unsere Leiter rein. So, jetzt wechsle ich mal den Stift, die Vorzeichnung steht und ich beginne jetzt hier das alles ein bisschen deutlicher zu zeichnen, also lebendiger zu machen. Und wenn was zu korrigieren geht, mache ich das jetzt gleich mit dem Stift hier. Dass die nicht wie heutige Steine wirken, sondern vielleicht so ein bisschen mehr sowas Älteres wie aus dem Mittelalter. Ja, hier ist mir die Seite sogar etwas zu breit. Ich schneide ja auch nicht viel raus bei dem Video, ja, damit du wirklich siehst, dass Zeichnen ist immer ein Experimentieren. Ja. Nichts ist gleich perfekt. Es entsteht ja, während man sozusagen Schritt für Schritt oder mit jeder Linie immer weiter vorwärts kommt. Ja. Und dann kann man immer noch gucken, wie verhält sich das, denn so eine Zeichnung ist ja immer ein Unikat. Ja. So, jetzt gehen wir hier rein und machen uns mal hier erstmal auch nur skizzieren. Hier kommen ja noch die Sprossen rein von der Leiter. Ja. So bekommen wir erstmal einen Hauch, wo das hinführt alles. So wächst es Schritt für Schritt, Linie für Linie. Ja, ist immer wichtig, wenn man sowas zeichnet, dass man erstmal sieht, okay, ist es jetzt vom Aufbau her so einigermaßen stimmig? Wenn ja, können wir uns immer weiter und mehr rantasten an die ganze Geschichte. So, die Lichtquelle lege ich hier von links fest, zeichne ich mal ganz zart ein hier. So, und jetzt nehme ich mir mal die Leiter etwas vor. Das folgt ja auch alles in gewisser Art und Weise einer Perspektive. Ja, für Leute, die es immer etwas genauer wissen wollen. Ich habe hier eigentlich eine Übereckperspektive mit einer leichten Vogelperspektive gemacht. So, die unteren Seiten etwas dunkler.
Und du siehst, wie das so langsam alles wächst. Schritt für Schritt hier machen wir eine kleine Holzstruktur rein, hier in den Rundfehlen. So. Okay. Jetzt müssen wir natürlich hier das Ganze etwas dunkler machen, ja. Je tiefer es reingeht, je dunkler wird es natürlich. Und das müssen wir auch immer jetzt mehr berücksichtigen bei unserer Liniensetzung. So, die rechten Seiten mache ich hier auch dunkler. Jetzt mache ich hier die rechte Seite dunkler. Wir haben gesagt, die Lichtquelle kommt von dort. Und ziehe unten auch noch mal etwas nach. Du siehst, es ist immer ein Wechselspiel. So, hier machen wir uns ein paar Gräser rein. Und vielleicht noch einen Stein. So, bevor ich hier mit den oberen Steinen anfange, möchte ich erstmal hier unten noch mehr Dunkelheit reinbringen. Ja? So, hier nehme ich den Druck ein bisschen raus. Aber hier unten gehe ich natürlich auch und schaffe mir hier einen schönen Kontrast. So, hier Hinterleiter auch ein bisschen stärker gemacht, weil die Leiter liegt ja im oberen Teil ein bisschen mehr an. Unten wird es mehr verwischt. Um hier noch einen zarteren Übergang zu machen. So, jetzt nehmen wir uns noch die Oberfläche der Steine vor, wo ich ja auch gleich meinen Stift nehme. Die bleiben relativ hell. So, ich fange jetzt schon an mit so einer gewissen Tiefenillusion, dass ich die Steine im vorderen Bereich etwas mehr Struktur gebe als die Steine im hinteren Bereich. Und wenn du auch realistisch zeichnen lernen möchtest, dann sei jetzt mit dabei auf meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt. Dort begleite ich dich Schritt für Schritt und zeige dir, wie du realistische Motive leicht und sicher zeichnest. Den Link zur Akademie findest du direkt unter diesem Video.
So, jetzt gucken wir den anderen Teil noch an. Wir müssen ja hier noch ein bisschen die Sprossen rausholen. Ja. Ein Teil wird ja trotz meines Handschuhs immer wieder verwischt. Das lässt sich halt nicht vermeiden. So, du siehst jetzt, wie wir schon diesen Effekt sehr gut hinbekommen haben. Und ich bin ja immer jemand, der gerne diese Effekte immer, wie soll ich sagen, steigern möchte. Man muss immer einen Mittelweg finden, dass man nicht letztendlich zu viel macht. So, jetzt machen wir uns noch die Leiter hier unten dunkler. Damit wir das Gefühl haben, die Leiter verschwindet auch unten. Hier brauchen wir dann eine schöne feine Abstufung. So, ein bisschen Effekte noch in die Steine reinbringen hier. Mit der breiten Seite des Stiftes versuche ich hier noch ein bisschen Effekte reinzubekommen. Ja, so einen Steincharakter sozusagen anzutäuschen. So, jetzt zeichnen wir hier noch ein paar Steine rein. Natürlich ist es immer wichtig zu wissen, welche Form haben wir vor uns. Denn wenn du weißt, welche Form du beim Zeichnen hast, dann gelingt das auch viel, viel besser. Also welche geometrische Form, ja. Da gibt es immer wieder Parallelen. So, ich verstärke jetzt nochmal den Effekt hier ein wenig, damit wir gewisse Sachen in den Vordergrund holen. Und hier hinten gehe ich auch nochmal rein. Wenn dir das gefällt, was ich hier zeichne, abonniere doch gern meinen Kanal. Und wenn du Leute kennst, die gerne zeichnen und daran interessiert sind, dann teile das Video einfach. Das hilft mir und deinen Freunden. Ja, so. Ich finde, das sieht schon mal ganz, ganz gut aus. Hier unten mache ich noch ein paar Effekte rein. Hier oben die Sprosse ist noch nicht ganz geklärt. Die zeichne ich noch ein bisschen exakter. Und auch Licht und Schatten nochmal bei dieser Form. Und wie gesagt, wenn man sich verzeichnet, kannst du einfach den Radierer benutzen. So hat man bestimmte Effekte, kann man bestimmte Effekte erzielen, aber auch, wenn man möchte, einige Korrekturen noch machen. Ein paar Gräser noch rein zur Lebendigkeit. Ein paar Blümchen. Und gleich kommen wir zu dem großen Effekt, wo die Wirkung noch viel, viel mehr verstärkt wird. Du siehst ja, wir haben ja diese
schöne 3D-Wirkung jetzt, dass wir das Gefühl haben, dass es hier reingeht. Und das werden wir jetzt nochmal verstärken. Ich hoffe, ich konnte dich einmal mehr für das Zeichnen begeistern, und wenn du etwas zurückgeben möchtest, abonniere gern meinen Kanal, lass mir ein Like da und schreib auch gern in die Kommentare, welches Motiv dich noch interessiert. Und wenn du richtig tief einsteigen willst ins realistische Zeichnen, dann sei mit dabei auf meiner Akademie Schmitz Zeichenwelt. Alle Informationen findest du direkt unter dem Video. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmitz Zeichenwelt wiedersehen. Vielen Dank.